Das Fleisch sieht so rot wie Kirsche aus, schmeckt so zart wie Kirsche. Das ist ein sogenanntes Gericht Kirschefleisch, also geschmorter Schweinebauch. Wir brauchen Lauchzwiebel, ein paar Ingwerscheiben, das Fleisch ins kalte Wasser geben, Lauchzwiebel, Ingwer und einen Schuss Reiswein dazugeben. Zum Kochen bringen, abschäumen. Circa 3 Minuten kochen und herausnehmen. Hier ist der rote fermentierte Reis. Das ist die Quelle der knallroten Farbe. Wir machen hier einen Rotreisbeutel. Zitronenpfeffer, Sternanis, Zimtstange und Lorbeerblätter. Wir machen noch einen Gewürzebeutel. Wir brauchen wieder Lauchzwiebel und Ingwerscheiben. Sauerkirsche kommt noch dazu. Die Schwarte zuerst in 1,5 cm große Würfel einschneiden. Dann das Fleisch grob einschneiden. Ingwer auf den Topfboden legen. Fleisch mit der Schwarte nach unten drauf. Lauchzwiebel und beiden Beutel in den Topf geben. Kochwasser vom Vorkochen nehmen, in den Topf geben, bis das Fleisch bedeckt ist. Alles zum Kochen bringen. 4 Esslöffel helle Sojasauce, 30 Gramm Reiswein, Kirsche dazugeben, 2 Teelöffel Salz, 40 Gramm Kandiszucker, 1 Esslöffel Essig. Zuerst bei kleiner Hitze 10 Minuten köcheln. Den Rotreisbeutel herausnehmen, ansonsten wird die Soße bitter schmecken. Dann weitere 40 Minuten köcheln. Gewürzbeutel, Ingwer und Lauchzwiebel herausnehmen. Bei großer Hitze die Soße 10 Minuten reduzieren. Das Fleisch gelegentlich schieben, damit die Schwarte nicht im Topf klebt. Das Fleisch mit Soße in einer Schüssel umfüllen und gut bedecken. Weitere 30 Minuten dämpfen.